In diesem Video zeige ich dir, wie du eine Matrix in Wolfram Alpha eingibst. Direkt nach der Eingabe berechnet Wolfram Alpha automatisch die wichtigsten Eigenschaften der Matrix, wie Determinante, Eigenwert oder Eigenvektor. Für häufig vorkommende Matrizen bietet Wolfram Alpha mit dem mathematischen Modus eine einfache Eingabemöglichkeit. Klicke zuerst auf den Button mit den 4 kleinen Quadraten in Klammern, um den Eingabeassistenten für Vektoren und Matrizen zu öffnen. Wolfram Alpha bietet dir insgesamt 6 Matrizen an, die quadratischen Matrizen 2×2, 3×3, 4×4 und 5×5, sowie die nicht quadratischen Matrizen 2×3 und 3×2. Klicke auf das Symbol mit der 3×3-Matrix. Wie bei den Vektoren kannst du nun Element für Element in die Matrix einfügen. Die Stelle, an der du gerade bist, ist blau. Die noch fehlenden Stellen sind gelb markiert. Wir geben jetzt die Matrix 1, 0, -1, 2, 0, 2, -1, 3, 2 ein und drücken Return. Zunächst überprüfen wir in der Input-Zeile, ob Wolfram Alpha unsere Eingabe korrekt interpretiert hat. Als nächstes sehen wir zur Bestätigung auch noch die Dimension der Matrix, also die Anzahl der Zeilen, auf Englisch Rows, und die Anzahl der Spalten, auf Englisch Columns. Der Matrixplot ist bei kleinen Matrizen uninteressant, kann aber bei großen Matrizen schnell einen Überblick geben, an welchen Stellen der Matrix negative Elemente sind und wo positive Elemente zu finden sind. Die Trace heißt auf Deutsch Spur und ist die Summe der Elemente auf der Hauptdiagonalen. Am interessantesten sind sicherlich die Ausgaben, die als nächstes folgen. Wolfram Alpha berechnet die Determinante der Matrix und die Inverse. Sogar das charakteristische Polynom der Matrix wird direkt angezeigt. Aber bevor man das charakteristische Polynom jetzt 0 setzt, um die Eigenwerte zu berechnen, schauen wir einfach eine Zeile weiter und sehen, dass auch die Eigenwerte schon berechnet sind. Passend zu jedem Eigenwert werden dann die Eigenvektoren gelistet. Für numerische Berechnungen diagonalisiert Wolfram Alpha noch die Matrix und gibt die Konditionszahl an. Wenn du möchtest, dass Wolfram Alpha eine der Eigenschaften direkt berechnet, kannst du das entsprechende englische Wort auch direkt vor die Matrix in das Eingabefeld setzen. Wenn wir beispielsweise das Kommando Determinant im Eingabefeld ergänzen, wird die Determinante -12 direkt ausgegeben. Vielleicht benutzt du die Wolfram Alpha App auf dem Smartphone, wo der mathematische Modus noch nicht verfügbar ist. Oder du möchtest eine Matrix eingeben, die eine andere Dimension als die 6 vorgegebenen Dimensionen hat. Was dann? Dann kannst du die Matrix mit geschweiften Klammern eingeben. Die 4×2-Matrix 1, 0, -1, 2, -2, 1,5, -1, 3 wird zeilenweise eingegeben. Gebe zuerst die erste Zeile als Zeilenvektor mit geschweiften Klammern ein, dann ein Komma. Danach wird die zweite Zeile wiederum als Zeilenvektor mit geschweiften Klammern eingegeben. Um beide Zeilenvektoren herum kommen dann noch geschweifte Klammern, sodass aus der Auflistung von Zeilenvektoren eine Matrix wird. Wenn du diesmal Return drückst, werden weniger Informationen zu dieser Matrix angezeigt. Das liegt aber nicht an der direkten Eingabe, sondern daran, dass beispielsweise Eigenwerte nur für quadratische Matrizen existieren, nicht aber für nicht quadratische Matrizen. Wichtig ist noch die Angabe des Matrixrangs, auf Englisch Matrix Rank. Der Rang einer Matrix verrät dir nämlich, wie viele der Spalten in der Matrix maximal linear unabhängig sind. Wie du in diesem Video gesehen hast, nimmt Wolfram Alpha dir sehr viel Arbeit ab. Alleine die Eingabe der Matrix führt schon dazu, dass Wolfram Alpha die wichtigsten Matrix-Eigenschaften berechnet. Wenn du eine dieser Matrix-Eigenschaften direkt berechnen lassen willst, gebe einfach zusätzlich den englischen Namen in das Eingabefeld ein.